Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Wir kommen zum ersten Spiel für heute. Space Cavern Blaster. Es kommt also irgendwie nicht oft vor, dass Spiele gleich für mehrere Plattformen entwickelt und auch gleichzeitig veröffentlicht werden, beziehungsweise vorgestellt werden. Hier ist eines, von dem ich denke, dass es einen Versuch wert sein könnte, mal reinzuschauen. Bislang ist es mehr oder weniger eine Tech-Demo. Das Spiel, um das es geht, heißt Space Cavern Blaster von Dotmos. Eine äußerst anspruchsvolle technische Demo, die am Retro Platform Jam Nummer 6 teilgenommen hat. Ein Spiel, das nicht nur für den Amiga 500 entwickelt wurde, sondern auch für andere Systeme wie den Atari ST, C64, DOS und Sega Mega Drive. Die Beschreibung des Entwicklers ist sehr kurz. Space Cavern Blaster ist mein Beitrag für den Retro Platform Jam Nummer 6. Ein Proof of Concept für einen plattformübergreifenden Plattformer für Amiga 500, Atari ST, C64, DOS und Mega Drive. Eine HTML5 und Windows-Version wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben und das wird dann hochgeladen. Spielmechanik und der Boilerplate Code sind in C programmiert und haben für alle Plattformen die gleiche Codebasis. Jede Plattform hat eigene Implementierungen für Rendering, Zeichnen, Musik, Sound, Eingabe, Laden von Assets und Spielzeit. Die Codebasis wird dann mit VBCC am Amiga, Atari und C64, DJGPP bei DOS und SGDK beim Mega Drive cross-kompiliert. Alle Grafiken werden im PNG-Format erstellt und dann mit einem benutzerdefinierten Exporter für die Zielplattform konvertiert. Die gesamte Musik wird im MIT-Format erstellt und dann entweder mit einem eigenen Konverter, OpenMPT oder MIT2VGM konvertiert. Alle Sounds werden in Wave-Format erstellt und dann entweder mit einem benutzerdefinierten Konverter oder mit SOX konvertiert. Leider hat sich schon länger nichts mehr getan auf der Seite und ich habe das Spiel seit 2024 auf meiner Liste. Ich dachte also, ich sollte euch das vielleicht nicht vorenthalten und habe mich nun entschieden, es in den Retro Newsflash mit aufzunehmen. Vielleicht schaut der Entwickler hier sogar mit rein und kann dann selbst darüber berichten, ob es oder wenn es weitergeht. Wer sich das Spiel auf den verschiedenen Plattformen selbst mal ansehen möchte, auf itch.io findet ihr die passenden Dateien zum Download. Oder ihr könnt es direkt im Browser spielen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich also freuen, wenn es da noch weitergeht. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall vorerst viel Spaß. Hin und wieder kommt etwas Exotisches hier im Retro Newsflash. Den Mega 65 kann man sicherlich als Exot beschreiben, da das Gerät nicht sehr verbreitet ist. Leider wird auch nicht wirklich viel für den Mega 65 entwickelt, was sicherlich viele Gründe hat, auf die ich aber jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Umso schöner, dass es manchmal doch etwas zu berichten gibt. Der User Sir Galdi aus dem Forum 64 hat sich daran gemacht, ein kleines, aber sehr unterhaltsames Spiel für den Mega 65 zu entwickeln. Er nutzt dazu 100% des Basic des Mega 65 und hat damit auch bereits sein Spiel fertiggestellt. Es heißt sehr passend Mega Mage und es ist ein Roguelike-Spiel. Schöne Charaktergrafiken und schnelles Scrollen der Karte verbessern das Gameplay. Und was noch besser ist, Sir Galdi hat die Tools zur Entwicklung der Grafiken, der Karte und der Objekt- und Monster-Metadaten für das Spiel auf dem Mega 65 in Basic geschrieben und diese Tools auf der Diskette mitgeliefert. Wir sind als Zauberer unterwegs durch verschiedene Level und bewegen uns auf einer Karte, die mit verschiedenen Gegnern besiedelt ist. Unsere Waffe ist eine Art Feuerstrahl, welche Mana benötigt. Wir müssen die Karte nach verschiedenen Objekten absuchen, wie Gold, Mana-Tränke, Truhen und Schlüssel oder Heiltränke. Die Schlüssel sammeln wir ein, um Türen zu öffnen, um so einen anderen Bereich der Karte zu erreichen. Das Spiel hat einen
hohen Suchtfaktor. Durch das rasante, schnelle Mega 65 Basic bewegt man sich wirklich sehr schnell auf der Karte, was an manchen Stellen schon mal zu Problemen führen kann, wenn man in eine Schar Gegner rennt. So wie es mir passiert ist. Wer sich jetzt denkt, naja, Mega 65, gut und schön, habe ich aber nicht, der sollte den Xemu-Emulator mal anschauen. Dieser kann auch den Mega 65 emulieren, vorausgesetzt man hat die Mega 65 ROMs. Es gibt einen Workaround, den man durch eine Suche im Internet leicht finden kann. Wer also Spaß an Roguelike-Spielen hat und sich den Mega 65 vielleicht auf diese Weise einmal nähern möchte, sollte das unbedingt tun. Das Spiel selbst findet man im Forum 64. Ich habe dir da hier verlinkt. Im Forum 64 gibt es auch weitere sehr nützliche Hinweise für den Mega 65. Wer selbst mal über die Anschaffung eines Mega 65 nachgedacht hat, kann dieses auch noch weiterhin tun. Bei Trends Computer kann der Mega 65 bestellt werden und soweit ich gesehen habe, soll er ab Juli diesen Jahres auch wieder lieferbar sein. Wer also hier mal eintauchen will in die Welt des Mega 65 beziehungsweise in ein Roguelike-Spiel, der kann das natürlich hier tun und ich wünsche an der Stelle viel Spaß damit. Ja, wir kommen zum letzten Titel für heute. Themus, der Assassine von Abora. In den fernen Ländern von Abora, wo der Himmel so dunkel ist wie die tiefen Schatten, die sich über die Berge erstrecken, hat das Königreich der Menschen Jahrhunderte des Friedens erlebt. Doch die Dunkelheit bleibt nie lange verborgen und der Ehrgeiz des Bösen sucht immer nach einem Weg, um wieder aufzutauchen. In den Ruinen der Burg Karak, einem Ort, der durch uralte Prophezeiungen verdammt wurde, ist der Dämon Zalgor erwacht, ein uraltes Wesen, dessen Grausamkeit nur von seinem Machthunger übertroffen wird. Mit diesen Worten kündigt Amitem Games ein neues Spiel an, welches 2025 erscheinen soll für den Amiga. Themus, der Assassine von Abora, ist ein Spiel von Johnny Acevedo. Die Grafiken liefert Ansimus und die Musik kommt von Alexander Nakarada. Viel ist über das Spiel noch nicht in Erfahrung zu bringen. Es wird wohl ein Spiel für den Amiga 1200 werden, zumindest wird ein AGA-Chipsatz vorausgesetzt. Das Spiel kombiniert Action, Schleicheinlagen und hat eine tiefgründige Erzählung, so die Entwickler. Es wird Dual Parallax Scrolling geben, Sound FX sowie Musikstücke, farbenfrohe Spielwelt, was sowohl für die Gegnertypen, Bosse und Hintergründe im Spiel gelten soll. Eine atmosphärische Umgebung und ein modernes Gameplay runden die Sache ab. Ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Die ersten Szenen in dem Trailer im Hintergrund sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Sehr viel mehr gibt es momentan leider nicht zu berichten. Ich habe das Spiel auch nur durch Zufall gefunden. Es wird weder auf der Amitem itch.io-Seite angezeigt, noch an anderer Stelle. Also auf jeden Fall dranbleiben, wenn es etwas Vorzeigbares von dem Spiel gibt, werde ich es sicherlich hier noch einmal vorstellen. Hier im Retro Newsflash sind ja auch immer Titel dabei, die, vielleicht auch gar nicht erscheinen. Man kann es manchmal auch gar nicht so genau sagen. Zumindest haben sie das Spiel angekündigt. Ich würde mich freuen, wenn es also auch veröffentlicht wird. Und ja, wünsche an der Stelle viel Spaß beim Reinschauen. Ja, und das war es auch dann schon wieder für den Retro Newsflash für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern auch den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Retro Newsflash. Bis dahin macht's gut. Ciao.